Wir haben aufgehört auf dem, wir sind quasi, also wir kamen vom Friedhof der Familie und kehren jetzt zurück in die Bude. Ja. Jetzt. Super gespannt. Ich muss kurz wieder reinfinden. I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Wussten wir, sorry, wir sind jetzt gerade frisch rein, aber wussten wir, dass sie schwanger ist? Oder hat die das gerade eben so random gedroppt? Ich glaube, das hat die so random gedroppt, oder nicht? Moment, ich muss kurz gucken. Sound müsste passen. Okay. Gut, dann gehen wir mal. Ich bin etwas verwirrt gerade. Ich bin gerade noch nicht ganz drin. Da ist eine Leiter. So wie ihr auch wahrscheinlich nicht. I think he and my mom had a lot in common. Rein, ne? Ach, die Steuerung, also falls ihr euch das fragt, die ist so ein bisschen anders. Und wir kehren quasi immer in diese Zimmer, dieses Haus hat Hunde, es ist ein bisschen wie der Fuchsbau bei Harry Potter, falls es hilft. Tausende Zimmer und Kabinen und versteckte Zimmer und was weiß ich und viel verschlossene Zimmer und nicht angerührte Zimmer und jetzt sind wir bei wem auch immer. Bei Onkel Sam. Der ist, wir können ja kurz mal den Familienbaum aufmachen, dann hilft vielleicht. Wir sind hier oben, da oben die Edith, es spielt im Jahr 2016 und wir haben alle, wo da diese Figuren so gezeichnet sind, haben wir quasi schon herausgefunden, woran die dann genau gestorben sind oder was passiert ist und jetzt sind wir bei Sam. Scheinbar, vermutlich, der 1950 geboren ist und 83 gestorben ist, also mit 33 Jahren. Und wir werden jetzt rausfinden, so viele also ich nehme mal an, dass wir alle, die hier zu sehen sind, die schon tot sind, abarbeiten nach und nach. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und jetzt sind wir mal gespannt, was Sam passiert ist. Der war wohl bei den Marines. Das wird, ach, das ist immer so creepy. Aber okay, wir machen es auf. Und meistens beginnt jetzt die Story von dieser Person dann. Ja. In der Regel ist es immer. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Kann ich mich so umschauen? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Nur ein Foto, wo ist denn der? Seht ihr da jemanden da? Not quite. Ja, wir müssen wohl ein Foto von diesem Kind machen, ne? Aber ich sehe es. Also ich kann mich nur in diesem Rahmen hier bewegen. Ich glaube, er sitzt da vorne, oder? Oder sitzt er da? I'm over here, Dad. Weirdes Minigame. Leider hat das Spiel jetzt so ein paar so Punkte, wo ich dann also denke, da will man eigentlich lieber einfach die Story weitermachen, statt dass man sich sowas rumschlagen muss. Ich raff nämlich gerade wirklich nicht ganz, wo ich hin da halt einfach, oder was? Ich noch ein bisschen darüber. Just need to get a shot of you, Dawn, then we can hit the road. Aber wo ist denn, wie kann ich denn scharf stellen? Muss doch, aha. What? Aha, ich kann, so. Perfect. Sorry, mein Fehler, ich habe die Controls gerade noch It's nicht. gonna rain the whole weekend, isn't it? Ach, guck mal, ich kann rein und rauszoomen, das habe ich nicht gerafft. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Mama. Smile, Dawn. So. Okay, got it. Ich wollte alles drauf haben, ja, also I'm dieses gonna take Logo some auch. pictures, okay?
Just be careful. That camera's older than you are. Oh, guck mal, ein schöner Vogel. Oh, schön. Aw. Schön. Egal, was wir fotografieren, oder? Weil das mag ich an diesem You're Spiel. right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Mag ich an dem Spiel, es hat immer so ganz. Also jeder ist immer ganz anders. Aber was fotografieren wir denn jetzt? Wasser. Was ist denn da irgendwo noch? Oder ist egal, was ich fotografiere. Man schon auch ein bisschen eine Waste. Oh, guck mal, so schöne Tiefenverlagerung. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Hey! Nicht echt fotografiert. That's a keeper. Wie da an den Baum pinkeln. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Wer ist denn? Also ich muss einmal kurz. Wer ist denn Dawn? Dawn! Da! Dawn. 86 bis 2016. Und dann wird er vermutlich mit Sam. Aber nee, Sam ist dann, wenn Sam. Mit wem sind wir unterwegs? Mit Eddie? Muss ja jemand sein, der also wenn jetzt so, wir sind noch ein Kind, wir sind vielleicht jetzt 78, dann könnte es eigentlich nur Eddie sein, oder nicht? Oder vielleicht, weil das sind alles, oder Walter. Ich weiß nicht, ob Walter dann jetzt schon in der Höhle, das war dieser Typ, der in der Höhle gelebt hat, so weird. Naja. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Dein Opa Sven. Wo ist Dings da? Wie heißt der? Letztes Mal war er da, ich habe seinen Namen vergessen. Der hat da immer mitgeschrieben und hat alles sich notiert. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Wir haben Bier I gefunden. bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Ah, dann müssen wir nachher einen Hirsch schießen. Naja, okay. Gut. Give me a minute to check the map. Hab ich nicht unbedingt so viel Bock drauf. So einfach hier gerade so ein bisschen Quality Time mit meinem, was auch immer. Let's see. Maybe. Ja, auch random Fotos, die ich hier take. Da merke ich immer, dass ich diese Fotografie-Ader nicht habe. What was it? Ich habe ja ich habe viele Freunde, die so Fotografie machen. Das ist halt, wenn du Medien studierst oder studiert hast, einfach unvermeidbar. Und das ist irgendwie total krass, weil die da voll drin sind und ich habe da überhaupt keinen. Was können wir jetzt noch fotografieren? Die Dose haben wir ja. Können ja nochmal machen. Oh, guck mal, mit einem Bildstörer vorne dran. Guck mal, mit diesem Lager. Das ist eigentlich. Ja, ich glaube, das ist ein ganz cooles Foto, aber. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Was brauchen wir denn jetzt noch? Hier? Ah, diesen Vogel wieder. Good eyes, Don. Ach, je. Diese Tiere, für ja Vogel, ich bin vielleicht auch irgendwie nicht. Oh! Da hinten, ne? Alter. Das war's, was wir die ganze Zeit gebraucht hätten. Und ich habe alles mögliche fotografiert. Ey, ich dreh durch. So, was hat er jetzt gerade gesagt?
aber auch echt schwierig, mit dieser Unschärfe hier zu arbeiten. Da siehst du ja gar nichts. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on... Ich war ja schießen in so einem Schützenverein. Das erste Mal auf so einer wir waren auf so einem Do I have to do this? Junggesellenabschied. Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you need to be strong. Und da habe ich das erste Mal geschossen in meinem Leben und also so auf Tiere oder so würde ich nie machen, logischerweise, aber, oder was heißt logischerweise, aber würde ich jetzt nicht machen. Aber so auf so eine also eine Scheibe, das war schon echt, das hat schon irgendwie, also das hat schon Bock gemacht. Das war schon geil. Das war so ein ähnliches Gewehr wie das. So, wenn du das dann und dann, also so dieser Trigger, dieser Abzug, der war so krass. Wo ist es denn da oben? Oh! Ich dachte kurz. Don. Oh, Jesus! Macht er gerade ein Selfie? I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Jetzt kann ich ihn steuern. Okay, das Spiel ist schon geil, also jetzt mal, come on. Aber wie viel? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Ah, okay, fuck. Okay. Dachte, der will ein Selfie machen, aber nee, der will so ein... Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! What the fuck? Nein! Ich meine, ey, okay. Oh nein. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Oh, what the fuck? Und dann gibt's dieses Foto einfach. Ja, aber, sah der nicht deutlich älter aus? Na, nee, er hatte noch farbige Haare. Ich hatte den irgendwie als älter. Ach, krass. Aber das ist aber, was ich so mag. Das ist so aus dem Nichts. Ich habe die ganze Zeit gefragt, okay, was, also, so, oder eigentlich habe ich gar keine Gefahr gefühlt. So, und plötzlich bam, und dann aus vorbei. Krass. Holy shit. Weiter, ja, okay. Da war jetzt Sam, der jetzt gestorben ist, und Dawn war dabei. Oh Jesus. Oh je. Alter, das. Ich meine, da steckt natürlich viel Kritik dahinter. Dass sie aber immer überall diese Todeszahlen da haben und so ein Scheiß, ja. Also, überall so. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Das ist aber auch, also da wirst du doch verrückt, wenn du dich die ganze Zeit so krass mit dem Tod, also so aber mit ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, da ist jetzt niemand betroffen gerade draußen. Aber also vielleicht bei einer Person so und wenn es noch, aber so viele und so, das ist doch echt auch einfach too much. Dann irgendwann mal, wenn alle Familie, also so, wenn du quasi dann, kein Wunder, sterbt ihr alle, wenn ihr euch da ein bisschen mit brüst. Oh Gott. Was ist jetzt das? Na, Jesus. Sind wir nicht immer noch in dem normalen Haus von denen oder sind wir inzwischen ganz woanders? Haben wir das schon? After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ja, cool. Wer ist denn jetzt Edie? Sorry, ich muss hier dauernd gucken. My Mom, also Molly und Edie. Ja, okay. Ich verstehe, jetzt geht's um die. Und da sind wir. Oh Gott. Oh, Gregory. Oh, Alter, oh nein, mit einem Jahr. Oh Gott. Da geht's auf. Und das haben die all. Dieses Haus ist so einfach. Die haben all. Sorry, ich hatte die Steuerung noch nicht richtig raus. Die haben das ja alles. Oh Gott. Das wird, glaube ich, jetzt mit das Härteste wahrscheinlich von den ganzen Stories. Könnte ich mir vorstellen, so. Weil.
Alter, man sieht da hinten, sieht man das alte Haus, ne? Da ist der Friedhof. Ja, das ist da hinten, da ist der Friedhof. Und da ist das alte Haus, also das Schiffhaus. Die haben ja so, die sind ja mit einem Schau, die haben ja eher komplett bescheuert, aber passt in diese Story. Die haben ja ihr Haus als Schiff umgebaut und sind damit dann quasi hier angekommen. Und das ist das Restschiff, was gesunken ist. Und ich gehe davon aus, dass wir da früher oder später noch hin müssen, irgendwie durch einen Tunnel oder rüberschwimmen oder wie auch immer. Aber jetzt, oh, das wird jetzt tough. Oh Gott, ja, das ist ja mit das Schlimmste, was passieren kann. Vermutlich. Sam Finch. Das ist der Vater dann. Aber ja, okay, dann ist es der Vater von den beiden. Warum ist Molly die? Ich raff diesen Stammbaum immer noch nicht ganz. Und der hat sich scheiden lassen. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Kann ich diesen Frosch steuern? Natürlich kann ich diesen Frosch steuern. Kann ich auch die Ente? Watching's over, Gregory. It's time to. Zeit, wofür? Hold on, Telefon. sweetie. Telefon. Oh nein! Oh Gott, Telefon und jetzt ersäuft er in der Wanne, oder was? Sam, I told you I don't want to talk right now. Nee, das ist. Oh Gott. Das ist das ist der Sohn von Sam und die haben sich scheiden lassen. Ach, guck mal, der kann auch so jumpen. Okay. Das ist. Also, das Game ist so weird, aber gleichzeitig auch irgendwie cool. So, ich meine. So, also es ist irgendwie. He reminded me so much of Calvin. Wo ist der Calvin? Lost in his imagination. Verloren in seiner Fantasie. Whatever it was, he saw. Was kann ich jetzt hier Buchstaben? What the fuck? Jetzt sind hier ganz. Ey, was zur Hölle? Aber ich liebe.
Lässt ja nochmal Wasser rein, oder was? I wish he could have told us about the world he saw. Wie schnell die Wanne sich füllt, das ist nicht realistisch. Aber okay. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. Und das Schlimme ist, dass man das selber machen muss, ja. Ich hatte ja quasi, ich hätte jetzt auch einfach hier aufhören können, dann wäre er quasi nicht gestorben, aber aber du musst, oh Gott, Heimatland. Aber du musst ja, also wenn du weiterkommen willst, musst du halt einfach diesen Hahn aber wie sie auch mit einem gespielt haben, also die Frau kommt, macht, ne, man denkt, oh, die vergisst, und dann kommt sie zweimal. Alter, wir sind hier einfach in dieser Wanne jetzt, ne? Man sieht es da. Oh Mann. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Schon heftig gerade. Oh, mein Herrn. Oh Gott. Puh. Oh. Oh, der hatte so die Zeit. Aber gut, aber ich glaube, das war das wahrscheinlich. Na gut. Weil, ja. Ist alles scheiße, Mann. Es ist alles hart, Mann. Diese Familie, ey. Ah, fuck. Hier noch sein Spind und so ein Scheiß. Oh. Ach Gott im Himmel. Es geht jetzt aber schon zügig auch, ne? Zurück. Nee, eben nicht. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Oh, das sind so coole Gameplay-Spielereien, ne? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Nochmal jemand vom Sturm geflogen. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. Aber hier finde ich gerade die Hochzeit. Seht ihr das? Da unten sind die ganzen Angehörigen und so. Eieiei. Da ist das Anwesen, ne? Da ist, oh Gott, also, okay. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ne, keine normale Familie, wolle. Definitiv. Ah, da ist der Text. Der wird auch vom Wind verblasen. Come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Mit bösem Alter. Okay. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Okay. Die sterben jetzt nicht alle. Okay. Die sterben jetzt nicht komplett, die komplette Hochzeitsgesellschaft, Rain oder? came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Ja, aber oh Gott. Ja, es ist einfach so, es ist echt... Hey, Junge. Thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder.
Mhm. Und das Kind ist die ganze Zeit draußen. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Aber alle anderen haben überlebt. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Aber es geht gerade sehr zügig. Also das sind jetzt Sam, Gregory und Gus haben wir jetzt innerhalb von einer Viertelstunde gemacht, gefühlt. Die Storys sind auch gut, aber halt deutlich kürzer. Ich habe ihn noch gefragt, aber dann kommen wir, also weil ich dachte noch, oh, das ist echt viel, was wir noch vor uns haben. Ich habe es immer noch nicht raus, wie ich das zumachen muss. Oh, Jesus. Aber auch einfach, das ist alles. Jesus Maria. Was steht da? Raise Flag, Breakfast, Quiet Time, Routine, Jump Rope, Jump. Okay. Wo sind wir eigentlich gerade? Das ist einfach ein Zimmer von denen. Aber es sieht ein bisschen aus wie so ein College-Zimmer oder was mit diesen Spinden und so. Okay. So, geht's hier weiter. Hier weiter. Natürlich, jetzt My geht's mom hier moved up to the loft Kletterwand after her hoch. brothers died. Warum zieht man At the dann auf... time, it was as far away as she could get. Die zieht auf den Dachboden. Oh, es wird ja immer creepiger. Jetzt wohnt... aber das ist aber ein sehr kleiner Dachboden für so ein Riesenhaus. Ist das ein Computer da hinten? Sehen wir jetzt das ist jetzt ihre Mutter, ne? Die Bibel. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Oh. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Wir lesen erstmal hier. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay ist der Vater. Sanjay, hier, das ist ihr Vater. Jetzt haben wir das auch mal geklärt, ey. Meine Herren, ich habe die ganze Zeit gefragt, wie das... Und Dawn ist dann die Mutter. Dawn ist die Mutter, jetzt habe ich es raus. Nicht Molly, sondern Dawn. Molly macht ja gar keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, warum das letztes Mal jemand in den Chat geschrieben hat. Das ist die Mutter von ihr dann. Dawn, die wo vorhin den Hirsch da geschossen hat. Und dann war das ihr Vater. Oh, jetzt traf. Okay, jetzt. Oh Gott. Okay, und dann sind Gus und Gregory ihre beiden Brüder. Oh Gott. Und der eine ist quasi. Der eine ist vom Wind, vom Zelt getötet worden und der andere ist in der Badewanne ersoffen. Heimatland. Oh. 10 ways to teach critical thinking. Und dann ist sie quasi hier hochgezogen. Die waren da zu dritt und deswegen... jetzt verstehe ich das alles. Was steht da? College Application. Na gut. Aber mit dieser Boulderwand da immer Louis was born a year hochzuklettern. later. Und Louis ist der vermisst ist. Vermisst war. Oh Mann, ey. Langsam fängt es an für mich Sinn zu machen, aber es wird auch einfach... Muss ich hoch oder runter? When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Mein Dad wusste man, glaube ich, nicht, wohin die gehen. Oh Gott, dann ist der auch noch gestorben. Hier kurz hier runter. Geht nicht. Okay. Ich dachte gerade schon. I'm sure Edie was happy to have her back. Ich meine, das Haus ist so abgefahren. Hilton, Louis, Edith. Ja, jetzt sind wir wieder in der, ne? Edith, oh Gott. The house Aber ist dann Edith, ist dann ihre Oma. had to get a little bigger, but Edie was used to that.
Nein, das Haus ist schon cool. So, zwar, also so, das ist schon krank. Also das ist ja, also wenn du da jetzt nicht verflucht bist, sondern wenn du da mit einer glücklichen And for a Familie und while, so, things were good. Almost Jetzt- normal. haben die so selbst Unterricht gemacht. Our family, fact or fiction. Our family history, fact or fiction. Ach du Scheiße, great job. Ihr habt wirklich den so Homeschooling und aber auch, Alter. Holy shit. Great job. But Ding it didn't dong. last. Relativ moderner Rechner, aber die ist ja auch erst 2010 gestorben. Da müssten wir jetzt drauf sein. Fragezeichen. To teach and to learn 7 ways to create a fulfilling classroom. Dawn Finch, also auch wieder. Dawn Finch? Ist sie die Mutter? Die Mutter ist Autorin, hat ein Buch geschrieben. Wann ist sie gestorben? 2016. Also noch gar nicht so lange. Also so in der Story kurz vorher. Spiel 2016, oder? Die ist 17. Ja, oh, die ist echt. Ach Gott, die ist jetzt erst gestorben. Ach Gott. War das allen bewusst außer mir? Wahrscheinlich. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ein Schloss. Ja. Klassischer 10. Geburtstagsgeschenk, ein Schloss. Ja, es geht frontal nicht rein, wahrscheinlich. Aber man kann reingucken. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Überall steht diese Scheiße. Steht da. Warte. Da steht nicht. Hier steht 2003. Da steht nichts, wann er gestorben ist. Ist das vielleicht der, wo. Also es hieß, dass eventuell noch einer leben könnte. Ist das vielleicht der? Das wäre jetzt auch sau creepy, wenn wir hier noch so ein Kind treffen. Also so einen Menschen treffen täten. Ist ja eh schon creepy as fuck, das alles. Was haut... Alter, oh Gott im Himmel. Ich dachte gerade, was hockt denn da? Also sportlich ist... Alter, cool. Das Haus, ey. Aber auch hier fehlt wieder... das Datum dein Todestag. Also hier steht, also so, wenn wir nach dem Schema vorgehen, müsste er noch leben. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Der Zauberpind. Cool. Alle voll gut gemacht. Auch so, ja, eigentlich eine geile Sache, so ein Flipbuch, aber es ist halt sauer aufwendig, so, ne? Erst. I was 4 when Milton disappeared. Ich muss mir das nochmal anschauen. Er ist einfach verschwunden. Dir das nochmal anschauen? Also er ist einfach in so ein verschwunden. Aber er ist nicht... was heißt, der ist jetzt dann 31. Wenn er noch runtergeht. Mom spent months searching. Ah, es for geht her. noch höher! Then she sealed the doors. Dann versiegelt sie die Tür. Ah ne, das sind wieder unten. Hier gibt's nichts mehr. Gehen wir wahrscheinlich wieder raus. Und jetzt, ja, geht's aber Whatever woanders. Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out.
Auch musikalisch schöne Melodien gerade so. Aber wir können da hoch. Ah, ich sehe, ich verstehe. Das gleich habe ich gerade kurz gefragt. Da hinten ist es immer noch, das Haus, das alte, damit hat es doch irgendwie zu tun, da bin ich mir doch sicher. Stell dir mal vor, du wohnst da drin. So, einfach als 10-jähriger Bub. Das ist alles so abgefahren, ey, das ist alles so krank. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Die ganzen Hinweise, die alle irgendwie, es ist alles so, aber viel höher geht es aber nicht mehr. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ah, das war ganz am Anfang, hat er gesagt, dass sie ganz viel diesen Fisch hatten. Hier ist wieder zu, aber wir können vielleicht auch wieder linsen. 2010. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Das ist für ein abgefahrenes Zimmer. Shisha. Und geht's aber los. Der Wasserpfeife. Das ist ein Schiff, also ein Boot. Was geht denn hier ab? Also, also die Kreativität von diesem Spiel und aber das auch so zu machen, dass man es irgendwie akzeptiert, ist schon beeindruckend. Ist schon, zieht den Hut. Den imaginären. Stark. Also wirklich, ich mag es auch. Alter. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Mhm. Ja, dann ein schöner Controller. Und da VHS-Kassetten und hier die Wonderland Louis and I Turbo. spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Das klingt irgendwie vertraut. Wie cool. Der Wonderland Turbo. Der Drücker sieht cool aus. So Drücker gibt's auch, so Retro Super Nintendo Drücker mit Joysticks noch. Louis Finch. The Red King Stream. Das Ding ist ja, die haben sich ja echt, also das ist halt schon geil. Weil da jetzt gutes Wetter ist, ja. Das muss so Bock machen, aber auf der anderen Seite, wenn die Sonne so reinschaltet, siehst du halt nichts auf deinem Bildschirm, aber aha, Kneipes. Aber ihr versteht, was ich meine, da zu zocken muss, also gut, ich meine, aber immer auch 2 Bildschirme und so, also die sind nicht arm gewesen, oder? Die waren schon relativ reich. Okay, der nächste. Oh, Jesus. Mal spannend. Uiuiui. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ach du Scheiße. Der hat ja an dieser... He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. Oh, Jesus. Also die nehmen da auch gar keinen... I saw the same behavior. Gar His mind keinen... began to... wander. Oh. Warum muss ich das jetzt parallel machen? Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt eine richtige Challenge für mich, aber okay. I asked him to Müsste aber describe eigentlich gehen. He said he started small. Das ist wie in so einem Videospiel halt jetzt, ne? Haben wir ja gerade geklärt, dass er ein Gamer... Imagining a labyrinth. Oh fuck, verkackt. He'd feel his way about. Gerade sau schwierig, aber Then irgendwie something auch... moved.
bats, and toads. Kann ich mich verteidigen irgendwie? Ich habe ja diesen Stock, aber kann ich mit dem... Oh, das ist echt... Das ist einfach eine Erfahrung schon wieder für dieses Leben. And things that have not names. He knew it was all in his head. Fängt langsam an, dass ich so das Kraut, die Routine, ich bin komplett in der Routine. Took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Einfach so noch, also so ein Top-Down. But he found something more. Alter, what? I worried about him then. Wie kreativ kann man sein? Meine Herren, ey. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Ja. Like a whole new Lewis. Kein Fisch So I mehr. let him go on. Ja, ja gut, aber das kannst du ja nicht... I even encouraged him. What? Ja, okay, aber ich verstehe. It seemed very promising at first. Ich kann voll nachvollziehen. Warum? Ich muss die ganze Zeit an diese Simpsons-Sache da denken. Stäbchen rein, hier raus. Oder wie hieß es? Da, wo sie in Japan sind und dann Zeit müssen sie mehr oder minder das Gleiche beruflich machen. On the edge of a city he named Lewis Topia. Also mit anderen Worten, wahrscheinlich He wird built er the city sein... up slowly, brick by brick. Wahrscheinlich wird er... Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, Gedärme raus. Ja. Then he made musicians. Wie das Spiel auch immer größer wird, ja. Am Anfang war das nur so ein kleines Ding und jetzt ist es so fast der ganze Screen und er wird sicherlich sein, also der muss irgendwie seinen Kopf da aus Versehen runterhalten oder irgendwas. Der stirbt an dieser Maschine, 100%. Deswegen konnten die dann auch diese Konserven nicht mehr essen. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Und das... He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Komm, ich hab... Das Fisch... They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Ja. Guck mal, jetzt ist es gar kein... Lewistopia, ne? Das ist jetzt... Alter. Oh Gott, fuck. He'd conquer a city, then immediately push on. Mhm. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Dieser Familie, ey. Und er ist nicht mal der, wo er am abgefucktesten ist, finde ich gefühlt. Minneapolis. Ja, doch until schon. one day Das ist he schon, forgot glaube ich, to das go home from the abgefuckteste. cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Ach je. Ja, da steht sie, die Mutter. Müsste eigentlich kein Fisch mehr reinkommen, weil wir ja eigentlich zu haben. Also ist ja eigentlich zu.
Lewisburg, he heard rumors of a... Man handsome kann sich queen. da entscheiden. Auch interessant. The queen was on her own quest for radiant rainbows. Geht ein bisschen lang, die Passage, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Die ganze Zeit dieser Fisch. Aber ich meine, das ist halt Absicht. Das He ist followed the dann... sound of her. Oh, ein elektrisches Sitar klingt dann auch cool. Kriegen wir das noch hin? Ja, wir können nicht... Geht das? Nee, mein Gott, ist ja auch... Was passiert, wenn ich diese Fische gar nicht mehr mache? Geht es dann nicht weiter? Also musste ich die... Das ist schon, also das ist schon eins der, also das ist schon so eine Videospielerfahrung, die ich davor auch noch His nie chase gemacht led habe. him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Nee, die He knew the Prinzessin. world was all in his imagination. But he Alter, was so jetzt sind wir ja proud of having Fullscreen im created it. Prinzip. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Hat mich jetzt größer als ein King und Kaiser. Und dann wird's aber auch schon schwierig, oder nicht? Also so. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Verstehe. Okay. Ich verstehe. Er hat plötzlich festgestellt, ey, das... Okay. Und My dann? imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Oh. Ja, aber wie stirbt er jetzt? Wie stirbt er jetzt? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Wir wissen ja, dass er stirbt. Wir wissen, dass die alle... Es sein... spinnt. Nein, nicht, ne? Das wäre nicht oben. Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ja. Ich habe auch gedacht, ob es switcht, aber ich weiß nicht, ob es die da schon gab. Und wahrscheinlich, wenn dann... He began to despise the man with a royal contempt. Oh. Nein. Nein. Das... Der macht gar nichts mehr. Der tut sich gar... Also der steht da einfach nur. Jetzt? Oh Gott. Weiter? Was mache ich jetzt? Der ist einfach komplett... I Yeah. still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Eigentlich läuft ja diese Maschine da hoch, oder was? Oh Jesus Maria. Including the wise Calico, and insisted on advising him.
Es sieht ja alles so früh. Oh, das ist auch geil. Alles so Friede, Freude, Eierkuchen, fröhlich und dann... Oh, hier ist es. Aber niemand hat Gesichter. Und wer ist schuld? Die Videospiele. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Du läufst immer in den Tod, also fast bei allen. Bei 2, 3 warst du, da konntest du, das ist einfach passiert so, aber hier musst du immer aktiv das Bend machen. down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Diese Storys sind so abgefahren. Ja. Was ich ganz spannend finde ist, oder was ich irgendwie weird finde, ist, dass der Vater von ihr auch gestorben ist, hieß es vorhin. Also der Sanjay, der ja nicht ein Finch ist. Wo ist der Greenscreen wieder gekommen? Ah ne, das ist das Buch. Beim letzten Mal hatten wir so ein bisschen Greenscreen-Probleme, habe ich dann nachgemerkt. Da geht's da weiter. Hier geht's so viel höher. Jetzt weiter. Da kamen wir her, ne? Wie kommen wir denn da hoch jetzt? Die Treppe ist ja abgesperrt. Und da geht's da drüben drüber. Jetzt da drüben hoch. Da weiter. Okay, wieder nichts. Ist immer noch auf maximale, also ist immer noch auf Helligkeit auf Max. Aber man sieht trotzdem nichts, ist doch unfassbar. Geht's hier weiter irgendwie? Hier vielleicht, da links? Ah. Nee, zurück. Da ist eine Tür, vielleicht müssen wir da raus. Da geht's raus. Ah, okay, ich verstehe. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. ...2010 haben sie angefangen zu packen. Sind sie 2010 dann auch rausgezogen? She waited until the day before we left to tell Edie. Aber ich muss da jedes Mal gucken. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Ich überlege gerade, wie lange wir heute noch machen. Ich das schon wieder ausgeguckt. Ob wir... Ein bisschen können wir noch machen, glaube ich. Aber ich glaube, fertig werden wir heute nicht mehr. Das
Wenn wir jetzt die Karte aufmachen, also wir sind jetzt bei der Edi, glaube ich. Und dann ist ja nur noch Edi, Dawn. Also es ist nicht mehr viel. Ist die Frage, ob wir das heute noch durchziehen, aber in 40 Minuten wird wahrscheinlich sportlich. Oder ob wir einfach morgen... Ja, aber man muss ja das machen, weil hier ein Speicherpunkt ist, sonst speichert es nicht. Du kannst hier nicht speichern. Deswegen wäre jetzt auch die Option, weil es gerade eben hier gespeichert wurde. But I understand why we left. Wir machen den Raum noch. Raum noch. Nein, das ist, aber ich könnte, aber ich weiß nicht, ob wir... Ja. In der eigenen Küche hier oben. Mit Wasser und so. Das ist aber auch crazy, dass das alles klappt. So 10 Kilometer, also so, das müssen abgefahrene Leitungen sein. Ach ja. Ich mag das What Spiel happened sehr. that night had been coming for a long time. Maybe Vielleicht I auch should echt have come kurz vor. sooner. Vielleicht hätte es schon früher geschehen sollen. Vielleicht, kann es nicht einschätzen. Vielleicht sind wir kurz vorm Finish. Diese Treppen auch immer, diese Leitern und so, das ist so, also... But it had to end one way or another. Früher All that's left geht's. now is to tell you about that last night. Ja, okay, ich glaube. Das machen wir jetzt noch. Edith. Wäre ein guter Punkt gewesen, um Stopp zu machen wolle, aber jetzt ist jetzt immer mitgefangen. Sie schreibt nämlich ihre eigene Geschichte. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Aber sie ging nicht wirklich, sondern sie hörte... the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Naja, Secret, also ein Secret Entrance. Mitland. Ich dachte, man würde jetzt diesen Eltern zuhören, der Großmutter und der Mutter. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Mhm. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Aber sie hat die We'll have Storys the jetzt nursing home gehört. send a van for you in the morning. Okay? Aber sie hat die Storys gehört. Kann es sein? Das ist es jetzt. Aber ein schönes Buch. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Wir gehen zum They Schiff. called it the lowest tide in 1,000 years.
first. Ja. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. Die war When damals the schon fog dabei. rolled in, I lost my way. I got turned around. Mhm. For a while, I wandered. I started seeing things. Hirsch. Der hat ja den einen getötet. Vielleicht hat es damit, vielleicht sehen wir jetzt die Sachen, die alle getötet haben. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Sind das alles Schränke und so Scheiß, ne? Und so. Or maybe I came back to them. Warum leuchtet das Schiff eigentlich immer noch? Also. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Oh, sorry. Ich war jetzt so I gefangen. never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. Sie war verschwunden. After that, we moved around a lot. Ja. We both tried to make the best of it. Hm. A few years went by. Ach, nächstes Mal. Ich glaube, wir kriegen es heute noch durch. Ich glaube, wir sind kurz vorm Finale. My mom didn't like to talk about it, Ja, but verständlich. she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Oh Mann. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. Bin komplett lost. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way.
This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ach du Scheiße. Wer ist das jetzt? Ich habe sie überhaupt. Gibt es einen zweiten Teil? Oder wie läuft es ab? Ja, ich hatte so ein Gefühl. Ja, mit diesem Babyfoto ist auch cool gemacht. Da muss ich mich mal auseinandersetzen, dann noch. Das muss mir noch immer jemand ausführlicher erklären. Ah, jetzt nicht. Also Edith. Wir haben jetzt quasi die ganze Zeit die Geschichte von Edith gelesen. Wir haben gar nicht Edith, also wir haben Edith gespielt, aber nicht wirklich. Sondern wir waren die ganze Zeit irgendjemand anderes, den wir aber. Kennen wir den? Weiß nicht. Aber das war so ein kleiner Junge, also der war nicht so alt oder so. Also und was konnte der jetzt erleben, was die alle anderen nicht erleben konnten? Wird hier im Nachspann, ja. Da sind gerade Achievements reingetrödelt, die seht ihr leider nicht. Müsste ich wohl irgendwie einstellen, aber ich glaube, ich habe gedacht. Ja. Vor allem wissen wir jetzt, was das Problem mit dieser Familie ist. Wissen wir das jetzt? Nee. Was ist jetzt alles? Ich habe irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt noch was kommt. Das ist, was ich meine. So. Wenn nicht, schmeißen wir jetzt noch kurz Wikipedia an, aber sowas von. Machen wir mal ein bisschen Recherche. Ah ja, das fand ich auch. Also das fand ich auch heftig, ne? Das war eigentlich das Gruseligste in dem ganzen Game wahrscheinlich, mit diesem scheiß Keller. Oh, gar keinen Bock gehabt, diesen Keller runterzulaufen. Wie viele Leute waren denn da beteiligt? Auch schon wieder, ne? Ich dachte, also ist ja jetzt kein Riesenstudio, so, aber trotzdem so viele Menschen. Ich meine, klar, ist ja auch ein krasses Game, also so, war ja auch viel Zeug so. War sicherlich nicht einfach. Oh, PGs. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt noch was. Also so, aber wahrscheinlich nicht. Annapurna Interactive, Megan Elson. Nathan Gary. Da weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Oder also, aber ich glaube, es gibt keinen zweiten Teil. Oder wenn dann, also weil es ja irgendwie saudes Open. Also ich hatte jetzt gedacht, am Ende heißt es so, ja, der Fluch ist blabli, blub. Und auch dachte ich, man muss halt in dieses Schiffhaus. Und dann geht man dahin und dann kurz, also man ist ja da in dieser, und kurz davor. Und dann wird man von der eigenen Mutter unterbrochen. Oder zumindest von der Mutter von der Edith. Und dann ist einfach tschüss. Und that's it. Diese Elven aus. Die Edith Finch-Team. Das ist das ganze Team. Das ist die Familie. Guck mal, da ist die Oma, da ist Louis, der Konservenmann, Edith und die Mutter. Und dann, der Gregory war dann wahrscheinlich schon tot. Leider, der ist ja. Geschichte wiederholen.
Ja, aber warum steht zum Beispiel die Option Geschichte wiederholen steht zur Verfügung, wähle Edit, um vom Anfang an zu spielen. Ah, ich kann... Ich raff's nicht ganz. Ich bin noch nicht... Also geiles Spiel, aber das Ende fand ich... Also das Ende war geil, aber halt abrupt, ja. Und jetzt kann ich quasi wieder... Kann ich quasi Geschichte wiederholen drücken und kann quasi mir die einzelnen... Warum sind die so? Ich habe jetzt quasi jeden einzelnen Dinger nochmal angucken und wenn ich die Edit auswähle, starte ich halt von vorne. Weil das Ganze war jetzt ihre Story, ne? Dieses Rausfinden war ihre Story jetzt. Aber ist sie nicht dann auch gestorben jetzt? Hätte man das da jetzt nicht ergänzen können, so für, wir haben es ja eh durchgespielt, wir wissen es ja jetzt. So, was wir jetzt machen ist... Wir schmeißen jetzt Wikipedia an. Oder was auch immer. Und dann soll mir das mal jemand erklären. What remains explained? Moment, wir haben es gleich. Wir gehen auf YouTuber. 13 Minuten haben wir die. The Villain of Edith Finch, 52 Minuten. All Deaths Explained. Full Analysis, can I solve? Gibt hier ein Video für 13 Minuten. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich hoffe, das ist gut. Das passt perfekt, dann ist kurz vor 12. Firefox-Ton haben wir. Okay. Max, Jared, okay, mal gucken. As many of my regular followers know, the core goal of this YouTube channel is to try and get video games taught in academia. I do this by seeking out the most profound narratives in the medium of games, mining them for their philosophical, psychological, and mythological content. Then I present them in an easily digestible format in the hopes that the right people see them. I do this because, unfortunately, video games ask more of their consumers than movies or books do. They are often expensive, or much older, at the time they played Pac-Man in an arcade. Academics introduce them to games that are not free. The best example ever played this such a game would have to be What Remains of Edith Finch. If you have never played this game, stop watching this video and go check it out immediately. It is very easy to play, it is less than 2 hours long, and it has a story that seems to be universally loved. It touches on the great mysteries of life, on the questions that human beings will never have answers to, but that we nonetheless puzzle over. Why is the world so filled with tragedy? Not only that, why is it often so random and undeserved? In the face of that immeasurable tragedy, how does one live, if one even chooses to live at all? What Remains of Edith Finch never tries to answer these questions, but presents several scenarios where characters struggle over them. Though some of the scenarios can be heart-wrenching, they are nonetheless totally worth experiencing. After all, it is when we experience these Bin ich mir nicht sicher. Story explanation and analysis. Okay. Wird schon kommen. Tragedies in our own lives that we often witness not only the best in humanity, but we also develop a greater appreciation for life's beauty. I will provide examples of these tragedies in a few minutes, but before I do, I would like to discuss the core mystery of the game, one that also, beautifully, seems to have no answer. It is by discussing this mystery that we will gain a better appreciation of the tragedies that occur in the game and the profound questions they evoke. Needless to say, there are spoilers ahead. Okay, ist alles klar. Wir haben's As jetzt. we already know, the Finch family is famous for what can only be described as a curse.
In every generation of the Finch family, all but one family member dies a tragic and sometimes random death. All Though in but some one. cases, the cause of death is clear, like when Walter Finch was hit by a train, it's totally unclear in the cases of Molly and Barbara Finch. Above all, what is most unclear is the nature of this supposed curse. One could plausibly view these tragedies as the product of random chance just as much as they could view it as some sort of supernatural force. Whatever the truth may be, it is the mystery surrounding the supposed curse that separates What Remains of Edith Finch from other mysterious narratives. Unlike many mysterious stories where, if you dig long enough, you can find a single canonical explanation, you will likely never find a complete answer here. But trust me when I say this, that is the entire point. Dann, das ist ja schon mal gut und wichtig, weil ich habe wirklich jetzt das Ende und gedacht, habe ich was vergessen? Habe ich was nicht, also, okay, aber dann geht's, dann ist es, okay. Ich dachte wirklich, okay, ich bin einfach dumm. Aber dann ist quasi der Point, dass man einfach am Ende nicht wirklich weiß, was eigentlich abgeht. Lebt der eigentlich noch? Ist der, den wir spielen? Aber der am Ende, den wir gesehen haben, war zu jung für den. Der ist ja auch schon älter. Should be that way. The game's creative director, Ian Dallas, said the following on the Finch family's curse, quote, "I expect that players will wrestle with their own interpretations of these things. What we found is that another part of weird fiction is that sense of murkiness, your inability to ever really understand what is going on, and not because the truth is being hidden from you, it's a lot worse. Like in H.P. Lovecraft and a lot of other stories, the world is just too complicated or too bizarre for your brain to understand." When I read this statement, I must admit that I felt a little frustrated. After all, much of my channel was built around explaining mysterious narratives. Plus, nobody likes to be left in a state of confusion about anything, right? But I must admit that if things were explained, What Remains of Edith Finch would have died off in my memory very quickly. Ja, The luminous nature ich verstehe das schon ja auch. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht mit dem Ende gerechnet und war kurz überrascht und abrupt und blablabla, aber umso mehr ich jetzt drüber nachdenke, ja, wenn man, jetzt hat es halt so, also wenn es jetzt wenn jetzt wüsste, das ist dieser schwarze Mann da, der ist irgendwie der Böse oder also dieser dunkle im Schatten da, also wenn man, der zieht die Fäden da im Hintergrund oder wie auch immer, oder dass da ist einer, hat da irgendwie einen Pakt mit dem Teufel gemacht oder whatever. Wenn man das dann wüsste, wird sich alles so ein bisschen das Mysterium nehmen. Und so ist es, bleibt es quasi ein Mysterium. Man denkt vielleicht mehr drüber nach. Keine Ahnung, werde ich narrative would have rausfinden. fizzled, relegating the tragedies to the realm of melodrama. Having said that, I think it is still useful to discuss the nature of the curse because, as I said before, it is in that discussion that the game's true brilliance becomes manifest. I will cite two interpretations. One is from another YouTuber, and one is my own. There is a video titled "What Happened to Milton" by a YouTuber named Knuckles Up. In my opinion, he did a really great job explaining not only what happened to Milton Finch, but also the nature of the supposed curse. While I recommend you go watch the video in its entirety so you can listen to all of the evidence he provides, I will summarize here. Okay. According to Knuckles Up, the curse can be attributed to hereditary mental illness, specifically schizophrenia. Those with schizophrenia, of course, tend to hallucinate. Sometimes it's as if the products of their imagination cross over into the real world. If we apply this to the characters of Gus, Milton, Edith Sr., Lewis, and possibly Gregory and Edith Jr., things start to make sense. Lewis's imagination seems to overpower him while working at the cannery, leading him to commit suicide by decapitation. After this tragedy, Lewis's psychiatrist tells Dawn Finch, Lewis's mother, that at one point he said his imagination was as real as anything else. Edith Sr. relayed a hallucination to Edith Jr. through a diary entry, saying one night she went out to the old Finch house after the tide receded. When she arrived, she saw lights turning on from inside, an impossibility. She also said that her husband, Sven Finch, was killed by a dragon, when in reality he was killed by a dragon-shaped slide that crushed him. There is also a point later on in the game where Dawn tells Edith Sr. not to drink wine along with her medication.
further suggesting schizophrenia. Don's other son, Milton, went missing and was presumed dead. He, like Edith Sr. and Lewis, was heavily taken up with the products of his imagination. Knuckles Up suggests that his death was brought on by a schizophrenic episode. This perspective is strengthened when you consider what Ian Dallas said about how this game is connected to his previous game, The Unfinished Swan. In a Reddit AMA, Dallas said that the king in The Unfinished Swan is actually Milton from What Remains of Edith Finch. Supposedly, Milton became so taken up with his imagination that he became unable to distinguish between that and reality. If you go with the schizophrenia explanation, it becomes very likely that Milton was in such a delusional state, he might have disappeared by maybe falling into the water during this episode. When you also consider the fantastical things that happen in the cases of Gus, Gregory, Molly, and Calvin, it's difficult to not find the schizophrenia theory attractive. To be honest, I think it's correct. However, I think it's only partially correct. With all due respect to Knuckles Up, I think he overlooked not only the contradictory evidence, but the other equally plausible. Ich meine, ich habe die ganze Zeit schon so gedacht, also die meisten Tode waren ja schon auch irgendwie arg random oder also bis auf 2 oder 3 Tode waren die meisten Tode so, wo ich dachte, also das, wenn mir das jetzt jemand sagen würde, dass das so passiert, ich würde sagen, das ist never ever, ist das so, also dieser Typ, der da vom Zug überfahren wurde, ja, oder das ist ja noch fast realistisch, aber der wurde von der Schaukel da einfach so weit geflogen, das ist doch alles irgendwie, das da sehen wir ja gerade mit der Schaukel, oder der, wo da mit diesem, das ist alles so ein bisschen, das ist alles schon so ein bisschen, wo ich mir denke, dass, ja, explanations. schon ein bisschen. Though I think he is right about schizophrenia afflicting people like Edith Sr., Lewis, Milton, and possibly Edith Jr., it does not definitively explain several of the other deaths that occur. For instance, Edith Jr.'s father, Sanjay Kumar, died in an earthquake. Das wusste ich, woher Finch didn't seem to have any issue with mental illness, but in fact died of an undisclosed physical illness. When she was alive, she was actively condemning Edith Sr.'s imagination, saying that her stories are what killed Lewis and Milton. Sam Finch died by accident after an unfortunate interaction with the den habe ich auch gedacht. Barbara's Das war noch, death es gibt so ein paar, sagen wir mal, ungeschickte, aber realistische Tode und ein paar so komplett ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen. Any link to mental illness, and one could argue that Odin's death doesn't either. Though one could argue that Walter's death was a product of mental illness, maybe depression or agoraphobia, there's no evidence to suggest it was schizophrenia. It's also arguable whether or not Molly Finch's hallucinations were a product of schizophrenia. It's just as possible that after having ingested holly, toothpaste, and gerbil food, the amount of stress that had on her body caused her brain to hallucinate. Finally, Edith Jr. died in childbirth. With these factors in mind, there is enough reasonable doubt in play that one could explain. Wer ist denn Edith Jr.? Died in childbirth. It's Edith Jr. With these factors in mind, there is enough reasonable doubt in play that one could explain the curse in other ways. Maybe it is schizophrenia, but it could also be bad parenting, random chance, a combination of all three, or something else. Maybe there is something supernatural going on, where the products of their imagination cross over into reality. Even if one subscribes to the schizophrenia theory, there is always a lingering, uncomfortable suspicion that one might be wrong. And that is what makes the game's narrative so unique. With that said, I would still like to offer my personal interpretation in regards to the nature of the curse. Though I do believe there is some degree of truth to the schizophrenia theory, I'd like to offer something else that binds the Finches together, making them all susceptible to death regardless of lineage or mental illness. That connection is a rejection of reality. The worst emotional pain that a human being can experience is when a loved one dies.
The only thing worse than that is when many of them die, and for random, meaningless reasons. When such tragedy happens, even the strongest among us will seek an escape from the Ganz kurz, wir haben hier nochmal diesen Plan. Wer soll denn Edith Junior sein? Der Titel kurz aus. Wo ist sie überhaupt? Also, das ist Edith, aber wer ist Edith Junior? Oder ist das Edith Junior und wer ist das dann, aber da fehlt da nicht die Edith hier? pain of Ist da nicht eigentlich reality. noch eine? In regards to the Sonst? Finch family, every character who remains alive after a tragedy engages in their own form of escape. Whether it's through one's imagination, drugs, self-isolation, or simply running away, they will do whatever it takes to make the pain stop. In regards der mit to den the Büchsen war Finches, auch heftig. some went as far as to create their own realities, crafting stories that they believed in so much that they might as well have been real. It is Ja. through this attempt to escape reality, to escape life, that the curse becomes a self-fulfilling prophecy. In some cases, that attempt to escape from reality, that inability to accept death as a part of life, will result in a life that was never lived, bringing about a different kind of death, a death of the soul. Paradoxically, it seems that many of the Finches would rather die than accept the tragedy of death as an intrinsic part of life, and no wonder. If you were in Edith Senior's position, or Da Edith Senior, dann haben wir, Don Finch's position, and your father, husband, die waren ja am Ende einfach eiskalt, nur noch zu dritt, ne? Oder dann zu zweit und dann halt sie alleine, ne? Das ist schon heftig, ne? Vor allem, also für die Edith, die ja quasi, wenn ich das jetzt richtig sehe, die hat ja alle gekannt, inklusive Odin, hier rechts unten, sorry. Die sind alle. Eieiei. Eieiei, die hat ja das alles mitgemacht. Boah. Und die aber ja auch, ne, die hat ja auch viel mitgemacht. Ich meine, inklusive ihrem Vater, der vor ihren Augen und so, weil sie den Hirsch dann richtig. Oh Senior's position, or Don Finch's position, Whoa. and your father, husband, brothers, and sisters all died. I'm sure many would do more self-destructive things than what those two did in order to cope. Nevertheless, death, like the curse of the Finches, is a fact of life that cannot be escaped. We all know this, yet we rail against it at every opportunity. Some way, somehow, we feel it can be understood and that we can transcend it. But we never do. If we could accept that impossibly tall order, to embrace death as a part of life, to move past our bitterness and resentment towards life's tragedy, we could truly appreciate the beauty that life has to offer in all its fleetingness. Just as one cannot experience infinite light without infinite darkness to define it, one cannot experience life in all its splendor without Es ist also jetzt schon auch einfach, also hier steht Explanation, aber so wirklich Explanation, also so wirklich, also gut, diese Schizophrenie-Theorie, die gebe ich ihm, also gibt es gar keinen Fluch. Oder gibt es, also das Video hat mich jetzt eigentlich nur mehr verwirrt. Ich finde es interessant, aber and ich accepting. ist genauso schlau wie We davor. need to realize, as Edith did at the end of the game, that a thing isn't beautiful because it lasts forever. To use her words, we should be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. If Edith Jr.'s son, Christopher, could accept these truths, there is a chance that the curse can be broken. Could accept Okay, also jetzt haben wir ja schon mal immerhin einen Fakt, den ich nicht wusste, these truths, there is a chance that the dass da curse can be ist broken. der And Sohn he may von ihr live a more und da ist Christopher. Die hat ja angedeutet, dass sie schwanger ist. So, hat sie ja gesagt. Irgendwo war mal so, hätte ich das gewusst, dass ich so viel klettern muss, dann hätte ich das mit meinem 22-wöchigen Schwanger oder was. Und das hat ja alles 2016 gespielt und dann war da noch ein Jahr dazwischen, da konnte, also noch ein bisschen Januar halt, ne? Es gab auf jeden Fall noch Zeit, aber dann hat er quasi hat sie das Kind ausgetragen und ist direkt gestorben. Oh, mein Life, was geht beautiful eigentlich ab? life than one could
ever Und das ist dann ihr possibly Sohn Jonathan. imagine. Gerade wie er immer hieß gerade, If you okay. like this video, please make sure to give it a like. That helps my channel out tremendously. Also, if you want Woher man to das jetzt support weiß, my wahrscheinlich goal of aus trying to get Interviews video mit den games Kunden, taught mit den in academic Entwicklern oder was settings, weiß please ich. consider Okay. supporting me on Patreon. There are 6 Ja, okay, das müssen different wir jetzt nicht tiers machen. with Oder auch, multiple ey, unterstützt ihn rewards auf to Patreon, wenn ihr enjoy. wollt. If you Man muss ja da bei so Reactions auch immer, viele sind ja dann, also ich habe jetzt seinen Content quasi genutzt, um Content zu erstellen und jetzt tue ich weg, wenn er Werbung für seinen Content macht. Also ey, support schaut me, euch das you'd gerne also be an. Keine Ahnung, $40. Also. Why not? Ich meine, supporting my hey, channel's second core goal, which is appropriately mental health and wenn autism ihr advocacy. da Interesse dran habt, macht das doch gerne. Max Starrett heißt der Channel. Und das Video ist 2 Jahre alt. What Remains of EDITH FINCH von 2017, wusste ich jetzt auch nicht. Cool. Ja, Freunde. Ich werde da nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht machen wir da nochmal später dann so ein Talk dran und sagen, ey, so und so, bla, wie blub, keine Ahnung. Das war What Remains of Edith Finch. Spannendes Spiel. Was übrig bleibt von Edith Finch, ein Grabstein, leider, oder, na gut, die Geschichte halt, wie es mit den Finches weitergeht, keine Ahnung. Vielleicht kommt ja auch mal ein zweiter Teil, wobei wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, wo die Fans, wo es diese Leute gibt, die sagen, oh, wir brauchen dringend einen zweiten Teil. Und wahrscheinlich für die Story und für das ganze Ding wäre es besser, wenn wir es einfach dabei belassen. Gutes Stichwort, oder nicht? Damit belassen wir es bei diesem Stream. Danke fürs Einschalten. Ich weiß nicht, ob ich morgen streamen kann. Bin mir noch nicht sicher, wie eventuell, weil am Mittwoch ist Feiertag, da wo ich wohne. Ist, glaube ich, nicht überall, aber bei uns ist ein Feiertag. Und vielleicht gehen wir morgen was machen mit Kollegen. Aber weiß ich noch nicht. Das ist noch, haben wir heute überlegt, vielleicht nicht. Donnerstag kann ich auf jeden Fall nicht. Da bin ich verhindert abends leider. Ihr werdet rausfinden, wenn ich morgen streamen. Wenn nicht, sehen wir uns dann einfach. Ich gucke, wie wir es machen, aber spätestens dann nächsten Montag in der Woche spätestens wieder mit neuen und frischen Ideen. Ich muss jetzt mal überlegen, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt EDITH FINCH durchgespielt. Was soll da jetzt noch kommen? Aber ihr sagt mir gerne, ob das was für euch ist, ob wir das weitermachen sollen. Da gibt es ja ganz viele so Spiele. Manche habe ich schon gespielt, manche nicht. Aber mir macht es schon Bock. Mir macht es vor allem mehr Bock, wenn ich streame, weil ich dann manchmal jemanden habe, der mir schreibt, wenn ich mich dumm anstelle oder manchmal man so sich austauschen kann. Sonst alleine wird mir manchmal langweilig beim Spielen, aber beim Stream macht es irgendwie mehr Bock. Also insofern schreibt mir da gerne irgendwie. Ihr findet mich Instagram, hier, Chat, wie auch immer. Und wir sehen uns spätestens nächsten Montag. Oder, ja, ihr schaut einfach auf Instagram, Ronald Jolobach vorbei. Tschüss, danke fürs Einschalten, bis die Tage. Und das war's auch schon wieder für heute mit so eine Art Late Night. Nein! Doch! Oh. Mann, ich werd gerade, also nicht jetzt hier. Ich bin gerade echt ein bisschen pisst. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche geht's ja direkt weiter. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Yes!